Hi Leute und herzlich willkommen zum 7. Tag der IAE 2953. Wir befinden uns heute wieder in der Apex Hall und heute stellt Anvil seine Schiffe vor. Anvil ist ein Hersteller, der sowohl für militärischen, aber auch für den zivilen Bereich Schiffe herstellt und eigentlich für jeden Zweck ein Schiff parat hat. Wir sind in Halle 1 und da haben wir gleich auf der linken Seite den Terrapin. Das ist ein Schiff, das als Aufklärer konzipiert ist und hauptsächlich zum Scannen dient. Dementsprechend spartanisch ist das Schiff auch in seinem Inneren eingerichtet. Wenn wir durch die Rampe nach oben gehen, haben wir hier eigentlich nur einen Stuhl in der Mitte, auf dem man dann den Scanner bedient. Und wir haben im hinteren Bereich Zugriff auf die Module. Wir haben einen Duschraum. Und wir haben ein Bett, auf dem man übernachten kann. Außerdem ein bisschen Lagerraum, einen Schrank. Und wenn wir nach vorne gehen, kommen wir dann einfach nur noch zur Brücke mit dem klassischen Anvil-Pilotensitz. Den werden wir heute noch öfter sehen. Auf der anderen Seite sehen wir dann die Anvil Hawk, ein Schiff, das für Kopfgeldjäger gedacht ist. Das ist ein Einsitzer, das heißt hier vorne im Cockpit findet ein Pilot Platz und im Heck befindet sich dann nochmal eine Kammer, in der man eventuell dann auch Gefangene festhalten kann. Weiter hinten auf der rechten Seite sehen wir die Anvil Hurricane. Das ist ein schwer bewaffnetes Kampfschiff, das für 2 Insassen gedacht ist, einen Piloten an der Vorderseite und einen Schützen, der den Geschützturm oben am Schiff bedient. In der Mitte, ganz prominent aufgebaut, vor der Anvil Carrack, die wir uns später noch ansehen werden, sehen wir zur Rechten die C8X Pisces und auf der anderen Seite die C8R Pisces. Die Pisces-Schiffe sind eigentlich die Begleitschiffe gedacht für die Anvil Carrack, das werden wir uns später nochmal ansehen. Die C8X Pisces ist dabei die Erkundungsvariante, das heißt, die hat hauptsächlich Frachtraum, während die C8R-Variante eine Rescue-Variante ist, das heißt ein medizinisches Schiff. Und in die gehen wir mal rein, weil die verfügt nämlich über eine voll eingerichtete Krankenstation. Wenn wir die C8R jetzt von hinten betreten, sehen wir schon, wir haben hier nochmal eine extra Glastür, die hat die C8RX nicht. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite das Krankenbett, das heißt, hier kann man dann auch Patienten behandeln. Dazu gibt es einmal hier den Bildschirm, der dann runterklappt, über den sich die Patienten selber behandeln können. Wenn es sich um bewusstlose Patienten handelt, kann der Arzt hier von dieser Station aus auch die Behandlung durchführen. Gegenüber davon haben wir quasi die Lagerschränke. Wir haben hier unten einen voll ausgerüsteten Schrank, da haben wir jede Menge Spritzen. Wir haben normalerweise, aber es ist schon geplündert, hier auch Müsli-Riegel. Einer ist noch übrig. Wir haben Wasser in diesem Schrank und auch Lichter, Knicklichter, die wir zur Not in schwierigem Gelände einsetzen können. Und wir haben hier oben 2 Lagerbehälter, wo Sachen eingelagert werden können. Auf der linken Seite haben wir dann nochmal einen Passagiersitz. Da kann dann jeweils entweder ein unterstützender Arzt oder eben der Patient selber im Flug Platz nehmen, sofern er behandelt wurde. Und wir haben hier links und rechts auf dem Durchgang zur Brücke, oder naja, zumindest zum Cockpit, Zugriff auf die Module und dann jeweils den bekannten Anvil-Sitz. Auf der linken Seite haben wir dann die Anvil Arrow. Das ist ein kleines Kampfschiff, ein sehr wendiges Kampfschiff. Und wie man sehen kann, kann es auch die Flügel nach oben falten. Das heißt, es ist auf größeren Schiffen einfacher zu lagern. Und gleich dahinter sehen wir die Anvil Gladiator. Das ist ein Bomber, das auch für 2 Personen ausgelegt sind. Die sitzen hier im vorderen Teil. Da haben wir einmal das Cockpit des Piloten und direkt dahinter in der Kanzel den Geschützturm, wo der Schütze sitzt. Immer wenn Anvil auf der Messe anwesend ist, ist der Star des Abends natürlich die Anvil Carrack. Das ist ein großes Expeditionsschiff, kann mit einer großen Crew bemannt werden
und bietet sich quasi für die Erkundung des Weltraums an. Wenn wir das Schiff über diese große Rampe betreten haben, stehen wir hier im Fahrzeughangar. Das heißt, hier werden Fahrzeuge, Landfahrzeuge untergebracht. Wir haben dann zwei Türen. Zur linken haben wir den Zugang zur Jeffreys-Röhre, also zur Leiter. Und hier die große Tür führt uns direkt in den Frachtraum. Wobei wir auf der rechten Seite nochmal Zugriff auf den Docking-Korridor haben. Das heißt, hier wird das Schiff angedockt und betreten. Und auf der linken Seite den Fahrstuhl, der in die oberen Ebenen führt. Und wir können mal nach hinten durchgehen in den ersten Laderaum. Das ist quasi ein großer Raum einfach, in dem viel Platz für Fracht ist. Mit einem Fahrstuhl, der uns auch nach unten bringen kann. Die anderen drei Frachtmodule beziehungsweise es sind insgesamt 3 Frachtmodule, die sehen exakt so aus wie das erste Frachtmodul auch. Ein Problem bei diesem Schiff auf der Messe, wir werden es gleich sehen, ist immer, ja, dass der Fahrstuhl auf der Messe auf irgendeine Weise kaputt geht. Wir werden mal schauen, wie weit wir kommen. Eventuell schaffen wir die anderen eben auch über die Jeffreys-Röhre. Falls nicht, werden wir uns das Schiff vielleicht am Ende nochmal ausleihen müssen, um uns die anderen eben noch anschauen zu können. Gott sei Dank, wenn der Fahrstuhl kaputt ist, gibt es hier die Jeffreys-Röhre, über die wir nach oben kommen. Das ist ein etwas höherer Aufstieg. So, dann müssen wir hier nur noch durch die Tür gehen und schon sind wir auf dem Oberdeck. Das Oberdeck oder Deck 3 ist auch das Hauptdeck des Schiffes. Wir finden hier hinter uns zum Beispiel den Schiffshangar. Hier kann ein kleines Schiff untergebracht werden. Zum Beispiel, und dafür ist es gedacht, die Pisces-Schiffe. Oder zumindest eins davon hat Platz hier. Da haben wir hier auch eine Konsole, über die wir die Hangartür steuern können. Also das lässt sich hier auch nach oben schließen. Da oben haben wir dann nochmal einen Raum, der als Luftschleuse gedacht ist. Links und rechts kann man dort raus auf das Hangardeck oben drauf laufen. Und wir haben dort oben auch, wie wir sehen können, Zugang zum oberen Geschützturm. Wenn wir jetzt in diesem Korridor weiter nach vorne laufen, haben wir hier den kaputten Aufzug, der nicht mehr funktioniert. Also wir können auch versuchen, den zu rufen. Okay, das sieht aus, als hätte das funktioniert. Vielleicht können wir den nachher auch nochmal verwenden. Und schauen wir uns erstmal auf Deck 3 fertig um. Wir haben hier zur Rechten eine Tür, die führt uns in den Drohnenraum. Da haben wir hier diese Kästen, dort werden die Drohnen normalerweise gelagert. Wie gesagt, Drohnen sind aktuell noch nicht implementiert, werden aber dann später verfügbar sein. Das hier sind hauptsächlich Reparaturdrohnen für das Schiff. Die werden aus diesen Sitzen gesteuert, zur rechten und zur linken des Drohnenraums. Und wenn wir jetzt auf Deck 3 weiter nach hinten gehen, haben wir dann zur linken noch eine Tür, in der wir die Technikerstation finden. Das heißt, hier haben wir auch eine Repairstation, eine Art, naja, rückwärts 3D-Drucker. Hier können wir was Kaputtes reinstellen und es reparieren lassen und eine Werkbank. Und natürlich darf nicht fehlen der Feuerlöscher. Gehen wir jetzt diesen Korridor nach vorne, kommen wir in Richtung der Brücke, vorbei an den Rettungskapseln. Und durch diese Tür sind wir dann auf der oberen Brücke. Da haben wir einmal in der Mitte ganz prominent die Stellarkartografie oder Navigation. Eigentlich ist das hier die Navigation, die Kartografie ist woanders. Und wir haben links und rechts Unterstützungssitze. Und vorne die Kanzel des Kapitäns. Also hier steht normalerweise der Kapitän, blickt aus dem riesigen Fenster und bellt seine Befehle über die Brücke und nach unten zur unteren Brücke. Und das schauen wir uns mal an, wenn wir da hinkommen. Da haben wir nämlich ebenfalls einen Fahrstuhl, der hoffentlich funktioniert. Wir schauen mal. Obere Brücke, untere Brücke. Ja, dieser Fahrstuhl funktioniert netterweise und bringt uns auf die untere Brücke. Da sehen wir schon links und rechts der Brücke sind die Server angebracht und dann haben wir hier einen Pilotensessel und links und rechts davon 2 Co-Piloten für das Schiff. Das heißt, die Brückencrew besteht insgesamt aus 6 Mann. Das sind aber nicht alle, die auf dem Schiff dienen. Wir können mal weiter nach hinten schauen. Denn hier sind wir jetzt auf Deck 2, das ist das Crew-Deck und hier sind die
Räume der Crew. Da haben wir einmal das Büro des Captains. Er hat hier auch rechts sein privates Schlafgemach, ein Bett, Schränke und ein privates Badezimmer mit Dusche und Toilette. Treten wir jetzt aus dem Kapitänszimmer wieder zurück in den Korridor, sehen wir schon links und rechts, da haben wir einmal die Messe und auf der linken Seite einen Aufenthaltsraum mit einem, sagen wir mal, interessant geformten Billardtisch. Und von diesem Aufenthaltsraum können wir einmal nach links durchtreten. Durch die Tür da sind die Schlafräume für die Crew. Wir haben Sitzgelegenheiten, wir haben Schränke und wir haben hier jeweils die Betten. 5 an der Zahl und den Duschraum für die Crew. Gehen wir jetzt durch den Billardraum zurück. Auf die andere Seite haben wir dann hier auch noch die Toilette für die Crew. Und gehen wir wieder nach draußen in den Korridor. Und auf der anderen Seite gehen wir quasi direkt in die Messe. Aus der Messe heraus sehen wir hier jetzt den Fahrstuhl, den wir einst nach oben gerufen haben. Ich denke, wir können ihn auch wieder rufen, aber aktuell brauchen wir das nicht. Schauen wir hier nochmal geradeaus, da haben wir die Krankenstation. Und wir sehen auch hier wieder erstmal Dekontamination, dann eine Glastür und dann haben wir hier auch schon die Krankenstation mit 2 Krankenbetten im äußeren Bereich und einer Regenerierungsstation im Inneren. Das heißt, man kann in diesem Schiff auch regenerieren, also quasi seinen Spawnpunkt setzen. Zur Linken der Regenerierungsstation haben wir dann das Lager der Krankenstation und auf der anderen Seite das Büro des Doktors. Verlassen wir die Krankenstation dann durch den Korridor nach rechts, haben wir linker Hand wieder eine Tür, die Zugang zur Jeffreys-Röhre erlaubt und wir können hier weiter nach hinten gehen und kommen dann durch den Korridor an der Krankenstation vorbei zum hinteren Aufzug. Der hintere Aufzug ist meistens, wie die anderen Aufzüge leider auch, kaputt. Das ist ein bisschen schade, weil hier fehlt uns jetzt definitiv Zugriff auf das Kartografie-Deck, was noch weiter oben ist. Vielleicht können wir uns das nochmal bei anderer Gelegenheit ansehen. Ich bin jetzt wieder zurück vor dem Hangar und jetzt können wir mal durch den Korridor am Hangar vorbei nochmal nach hinten laufen. Und da haben wir prinzipiell auch wieder Zugang zu dem kaputten Hauptfahrstuhl, aber wir kommen auch durch die Türen hier hinten dann in den Maschinenraum. Es gibt hier auch nochmal Zugang zu den Geschütztürmen an den Seiten des Schiffes. Und wenn wir weiter nach hinten durchgehen, sind wir schließlich im Hauptmaschinenraum angekommen. Da haben wir hier die gewaltigen Maschinen, die das Schiff antreiben. Da können wir auch nach hinten laufen und kommen dann an eine Treppe, durch die wir nach unten steigen können. Und kommen dann in den unteren Bereich des Maschinenraumes. Auch hier wieder Zugriff auf die Module. Und hier haben wir dann wieder einen Fahrstuhl, der uns in den oberen Bereich des Maschinenraums bringt. Beziehungsweise wir können hier durch die Türen an der Seite, da haben wir auch nochmal die Generatoren links und rechts. Und hier haben wir dann Zugriff auf die Treibstofftanks. In Halle 2 wird heute die Hornet-Klasse vorgestellt, also Hornisse übersetzt. Die Hornet-Klasse ist seit langer Zeit das Standardkampfschiff der Marine der Vereinigten Erde. Und da haben wir hier in der Mitte mal die beiden Basisvarianten. Einmal die F-7C Hornet, das ist ein kleiner einsitziger Kampfflieger. Und auf der rechten Seite die F-7CM, das ist ein zweisitziger Kampfflieger mit einem Geschützturm. Auf der linken Seite, ganz hinten in der Ecke, haben wir dann die Hornet Tracker. Das ist ein Schiff, das mit einem sehr leistungsfähigen Radar ausgestattet ist. Und auf der linken Seite die Wildfire.
die zu Ehren der berühmten Pilotin Aria Riley aus dem berüchtigten 42. Regiment mit einer speziellen Lackierung versehen wurde und mit der Bewaffnung, die auch die Pilotin damals sehr gern verwendet hat. Auf der anderen Seite der Halle haben wir dann noch die F-7C Ghost, das ist das schwarze Schiff hier vorne. Das ist mit einer Radar-Tarn-Technologie ausgestattet, das heißt, es kann sich auf Radars verstecken, ist schwer auf dem Radar zu erkennen. Schließlich haben wir hier noch die F-7A, das ist die Hornet Mk2, also quasi die aktuelle Weiterentwicklung der Hornet. Sieht ein bisschen stromlinienförmiger aus als sein Vorgänger und wird auch langsam das neue Standardschiff der Marine zusammen mit der Scorpius und Scorpius Antares, die wir uns dann übermorgen noch ansehen werden. In Halle 3 vorgestellt wird die Spartan, das ist ein Truppentransporter für Landeinsätze. Da können wir einmal über die Rampen links und rechts des Fahrzeuges einsteigen und haben dann hier Sitzplatz für die Truppen, die transportiert werden, die auch nach hinten aussteigen können. Und nach vorne kommen wir dann einmal zu den Lagerräumen, zum Komponentenzugriff und in das Cockpit des Fahrzeugs. Auf der gegenüberliegenden Seite sehen wir die F8 Lightning. Das ist sozusagen eine Klasse höher als die F7 Hornet, die wir uns angesehen haben. Und das aktuell stärkste Kampfschiff der Marine der Vereinigten Erde. Und zum Abschluss von Halle 3 stehen wir jetzt vor der Valkyrie. Die Valkyrie ist ein Truppentransporter für die Marine der Vereinigten Erde und den schauen wir uns nochmal von innen an. Die Valkyrie betreten wir über die große Rampe am Heck, das führt uns direkt in den Fahrzeughangar. Hier werden Landfahrzeuge untergebracht. Dann haben wir hier hinten durch die beiden Türen kommt dann später das Personal raus. Das kann zu beiden Seiten durch diese seitlichen Luken aussteigen bzw. rausspringen. Die sind auch nochmal durch fest montierte Geschütze gesichert. Wenn wir jetzt hier reingehen in die Räume, sehen wir Sitzplätze zu beiden Seiten für insgesamt 10 Leute. Dann haben wir hier hinten Zugriff auf den unteren Geschützturm und auf der anderen Seite ebenfalls nochmal 10 Leute. Das heißt, wir haben hier schon 20 Mann Besatzung im unteren Deck. Aus dem Fahrzeughangar können wir jetzt nochmal die Treppe nach oben nehmen auf das Oberdeck. Da haben wir insgesamt nochmal 5 Schlafkojen. Das reicht nicht für 20 Mann, aber man kann das Schiff sozusagen im Schichtbetrieb betreiben. Und wir haben hier nochmal Zugriff auf den oberen Geschützturm. Hier links eine Nasszelle und hier im Mittelgang haben wir nochmal 2 Sitze für ferngesteuerte Geschütztürme. Und wenn wir hier nach unten gehen, sind wir dann letztendlich im Cockpit. Das heißt, wir haben auf diesem Schiff eine Besatzung von 25 Mann. Wenn man die Betten noch im Schichtsystem belegt, hat man hier eine Besatzung von 30 Mann und das ist schon recht stattlich. Im Keller sehen wir dann auch nochmal erweiterte militärische Varianten des Spartan. Da haben wir hier einmal den Centurion. Das ist quasi ein Geschützfahrzeug zur Luftabwehr mit statt dem Truppentransporter-Modul hinten auf der Ladefläche einem großen Geschützturm. Den können wir hier aus diesem Sitz im Inneren steuern. Ansonsten bleibt das Ganze gleich. Wir haben den Modulzugriff, den Lagerschrank und das Cockpit. Auf der anderen Seite sehen wir dann den Ballista, der eigentlich nur statt des Luftabwehrgeschützes auf der Ladefläche Boden-Luft-Raketen installiert hat. Das ist der einzige Unterschied. Der militärische Fokus von Anvil ist schon deutlich sichtbar. Das liegt vor allem daran, dass Anvil lange Zeit der einzige Lieferant war, der die Marine beliefern durfte. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Die Marine hat mittlerweile auch Verträge mit anderen Lieferanten. Anvil bleibt aber trotzdem noch ein wichtiger Lieferant der Marine.
Wie man hier sehen kann, da haben wir den Anvil Legionär. Das ist sein Enterschiff. Also gedacht, um andere Schiffe auch physisch zu übernehmen. Also quasi ein Truppentransporter, der an der Front stark gepanzert ist und mit einem Dockingport versehen ist, sodass er quasi an andere Schiffe andocken kann und so Truppen das Schiff übernehmen können. Trotzdem versucht Anvil auch mittlerweile sehr stark sein Portfolio zu erweitern, nicht mehr nur den Fokus auf das Militärische zu legen. Da haben wir hier einmal so eine Art Zwischending, das ist der Liberator, ein Fahrzeug, Transporter, ein Träger. Das heißt, dieses Schiff kann und soll auch vor allem im zivilen Bereich Fahrzeuge und kleinere Schiffe über weitere Strecken transportieren. Und auch eine neuere Entwicklung bei Anvil ist der sogenannte Crucible. Das ist ein Reparaturschiff, Schrägstrich Trockendock. Das heißt, beschädigte Schiffe können hier im Trockendock andocken und dann mittels Reparaturdrohnen repariert werden. Okay Leute, das war der Messetag mit Anvil. Hinter uns steht jetzt noch die Carrack. Wir werden jetzt noch eine Sache probieren, und zwar werden wir uns die Carrack mal ausleihen und versuchen, ob wir nicht in der ausgeliehenen Version einen funktionierenden Aufzug haben, mit dem wir uns noch das Kartografiedeck anschauen können. Bis gleich im Hangar. Und tatsächlich, in unserer ausgeliehenen Carrack scheint der Aufzug zu funktionieren. Also begeben wir uns aufs Kartografiedeck, das wir auf der Messe nicht haben anschauen können. Das werden wir uns jetzt ansehen. Und da sind wir schon auf Deck 4 und ihr seht, hier kommen wir in die Stellarkartografie. Das ist quasi der Raum, wo die Kartendaten dann auch ausgewertet und analysiert werden. Aber das ist nicht alles, was sich auf diesem Deck befindet. Ich hatte es vorhin schon angedeutet. Wenn wir hier durch die Türen an der Seite laufen, haben wir einmal nochmal Notausstiegsbarken. Wir haben hier nochmal Aufbewahrungsschränke für Raumanzüge und wir haben hier dann eine Luftschleuse, die von beiden Seiten zugänglich ist. Hier haben wir das Sichtfenster zum Lift und hier haben wir dann das Sichtfenster zum Hangar. Da sehen wir, das Hangar-Shot ist aktuell geschlossen und dann können wir hier durch die Türen nach außen treten und quasi das auf dem Hangar-Shot und auf dem Oberteil des Schiffes herumlaufen. Das heißt, rein theoretisch können wir hier auf dem Hangar-Shot auch landen. Ich weiß aus Erfahrung, das funktioniert aktuell eigentlich nur, wenn das Schiff selbst gelandet ist. Also im Flug funktioniert es nicht wirklich gut. So Leute, das war's vom Anvil-Tag. Wir werden mit der Carrack heute nicht fliegen, aber wir werden sie morgen auf eine Spritztour mitnehmen, denn morgen ist auf der Messe Misk-Tag und da wird auch Mirai anwesend sein und da werde ich mal was ausprobieren. Lasst euch überraschen. Bis morgen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Kann man immer mal gebrauchen und wir sehen uns. Bis dahin, guten Flug.